Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Heute eine etwas ungewohnte Perspektive. Normalerweise seht ihr mich sofort, heute nur in dem kleinen Fenster. Ich habe euch heute wieder ein Modul von Manhattan mitgebracht, Modul Nummer 6, den Brookfield Place. Das ist dann, ich rücke den jetzt mal hier weg, das ist der, über den wollen wir kaputt gemacht. Jetzt hat das kaputt gemacht und das auch noch bevor wir anfangen. Oh mein Gott, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Ich wollte sagen, wie der sich bauen lässt, das will ich euch heute zeigen. (1225) Steine für 44,95 verstecken sich in diesem Karton und ich würde sagen, wir lassen sie jetzt mal frei. Ist nicht mal verklebt und schauen wir mal, was wir hier alles so haben. Der Karton ein bisschen größer wie die anderen Module, die ich da bis jetzt von Manhattan hatte. Hier wehrt sich was so, da ist es dann auch schon draußen und den Karton wie gewohnt in die Ecke. Blaue Transferteile für das Wasser, viele Grundplatten, das haben wir ja schon oft genug mittlerweile gesehen, dass die Grundplatten für das Manhattan-Modul oder für die Module allgemein alle in 3 Lagen aufgebaut werden und dass die auch wahnsinnig massiv sind. Es ist alles relativ einfarbig diesmal, das liegt aber dann an den Gebäuden, die hier entstehen. Schwarz die Grundplatte sowieso, ein bisschen Wasser und dann ist es das auch schon gewesen. Also viele farbenfrohe Hochhäuser, Wolkenkratzer werden wir hier auf diesem Modul da nicht finden. Ich packe das mal auf meine Schüsseln und dann denke ich mal, kann es auch schon losgehen mit dem Bauen. Viele Tütensorten rein gepackt, das ist immer wieder schön, da macht das Bauen nicht mehr Freude, aber es geht dann ein bisschen leichter von der Hand, weil man sich einmal nur merken muss, wo habe ich denn die liegen gehabt und dann greift man dahin und nimmt sie raus, ohne dass man viel suchen muss. Sehr viele Translierteile, gerade die dunklen wieder. Das blaue fürs Wasser, was mir immer wirklich wahnsinnig gut gefällt. Es wird mit blauen Plates unterlegt, dann kommen die blauen Translierteile drüber. Das gibt wirklich einen schönen Effekt mit dem Wasser. Das gefällt mir außerordentlich gut. Viele 1x1, was dann wieder für die Wolkenkratzer spricht. Es gibt eigentlich nichts zu beachten und somit würde ich sagen, geht's da mal los. Elf Bauschritte bis hierhin. Die Grundplatte ist soweit fertig und man sieht, wenn der Mensch nichts baut, dann macht die Natur sich breit. Das will heißen, die ersten Bäume und Sträucher fangen an, sich anzusiedeln. Die ersten Schiffe sind im Yachthafen angekommen. Bis hierhin alles in Ordnung. Das mit dem Wasser, wie ich schon gesagt hatte, eine schöne Sache. Mir gefällt das optisch immer wahnsinnig gut. So gut, dass es sogar Schiffe anlockt. Alles gut. Ein bisschen Sorgen macht mir diesmal das hier. Ich kippe das mal aus. Also hier drauf werden 3 Gebäude gestellt. Das macht mir so ein bisschen Angst. Das hängt, ich drehe das mal hier rum, da seht ihr das, nur an diesen Turntables und einer einzelnen, zwei, hier hängt es wirklich an 2 Noppen, aber dann der ganze Rest auch nur noch an 2 Noppen. Also ihr seht, das wird hier nur hingelegt und dann soll das funktionieren. Hier kommen Gebäude drauf. Macht mir aktuell ein bisschen Sorgen. Muss man sich dann überraschen lassen, wenn alles steht, ob das dann funktioniert. Und wir machen uns da nichts vor. Ein Spielmodell ist das hier auf keinen Fall. Also das wird hier, glaube ich, keiner versuchen, sich hier für diese kleinen Straßen dann später ein Auto zu bauen, um da durchzufahren. Also das würde mich dann wirklich wahnsinnig wundern. Die Grundplatte ein wenig schief. Das war am Anfang bei allen anderen. Da, wo viele Gebäude draufgekommen sind, hat sich das dann auch ganz schnell
relativiert. Aber bei der Brooklyn Bridge zum Beispiel, da war es zu wenig. Da ist es dann schief geblieben. Man kann hier drücken, wie man möchte. Man macht es dann teilweise nur schlimmer, wenn man es noch fester zusammendrückt. Das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wie kriege ich das hin, damit das gerade wird? Das mache ich dann immer ganz zum Schluss, wenn dann soweit alles erledigt ist. So, mehr kann ich hier bis zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Das, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Das hier liegt alles relativ locker, muss man sich überraschen lassen. Für den es so ein bisschen interessiert, ziemlich genau hier, da steht dann das World Trade Center. Also hier gibt es dann bei mir auch schon ein Modul, was man da dran packen kann. Ihr habt das bestimmt gesehen. Wenn nicht, ich verlinke euch das da oben nochmal, könnt ihr euch das angucken. Ganz zum Schluss stelle ich dann hier nochmal alles hin, soweit wie ich das schon habe. Dann genießen wir mal den Gesamteindruck bis jetzt. Viel ist es ja noch nicht von den ganzen Modulen, die ich habe. Aber ich denke mal, ein bisschen wirksam wird das schon werden. Ob es meine Kamera alles noch einfangen kann, muss ich mich überraschen lassen. Testen wir dann. So, ich würde sagen, genügend geschwafelt bis hierhin. Jetzt kommen die ersten Häuser mit dabei. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Google sind das ziemlich viele Einkaufszentren. Hier einen Yachthafen. Also ich denke mal, das hier ist dann wie so eine Art Speckgürtel um den ganzen Spaß herum. ...18 Bauschritte, die sind jetzt gemacht. Die von mir angesprochene Ecke, es ist alles unterbaut, die Häuser stehen, aber es bleibt hier vorne bei 2 Noppen, also effektiv halten diese ganzen Häuser hier auf 4 Noppen. Das ist nicht der Brüller, es hält, aber man möchte jetzt natürlich das Ganze nicht hier an den paar Noppen hochheben. Das funktioniert nicht, also das muss man dann schon gescheit an der Grundplatte tragen. Fehlteile hatte ich bis hierhin keine. Die Klemmkraft der Steine ist mehr als ausreichend. Das ist also wirklich spitzenmäßig. Die ersten Bäumchen, das ist in dem Verhältnis sind das schon richtige Bäume, die sind gepflanzt worden. Die ersten Häuser stehen. Ein Gast hat sich dazu gesellt, der findet das alles relativ ermüdend und schläft dann lieber dabei. Ich persönlich muss sagen, das Bauen hier ist sehr, sehr kurzweilig. Es geht sehr schnell von der Hand und macht auch wirklich Spaß. Also das kann man nicht anders sagen. Und deswegen auch Schluss mit Gequatsche und weitergebaut. Da ist es schon geschehen. Also für mich ist die Zeit jetzt hier wirklich in Minutenschnelle ist die hier durchgerast. Also wirklich ein wahnsinnig kurzweiliger Bauspaß. Wirklich Bauspaß. Die Häuser, das ist alles wahnsinnig stabil. Meine anfänglichen Sorgen hier drüber haben sich in Luft aufgelöst. Das ist wunderbar. Das hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze zu bauen. Wer das so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, ich habe hier immer ein großes Bild von Google Earth vor mir, in dem ich dann immer mal so ein bisschen schaue, ist das denn auch alles originalgetreu, was man hier nachbaut.
ist es. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe das alles ein bisschen rangezoomt. Ich stelle es mal ein bisschen schräg, dann können wir da mal vielleicht ein bisschen mit reingucken. So blendet das jetzt auch nicht ganz so viel. Jetzt die andere Seite. Ihr seht zum Beispiel hier ist so eine türkisfarbene Fliese. Zoomt man da in Google Earth dran, da sieht man, dass es ein Schwimmbad oder ein Pool oder ähnliches sein muss. Also selbst auf sowas Detailverliebtes wurde hier Acht gegeben. Hier zwischen den beiden Häusern eine Verbindung. Hier ist die Brücke, die führt rüber in den Liberty Park. So, und jetzt kommt auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich heute für das Modul entschieden habe. Ich drehe es mal gerade so rum, wie es denn dann sein muss. Es rückt jetzt allerdings so ein bisschen aus dem Bild raus, aber so kann man dann sehen. Ich habe euch ja schon in einem anderen Video dieses Set vorgestellt. Das ist das von der Trinity Church. Und wenn ich das jetzt hier anlege, jetzt wird es hier bei mir ein bisschen enger auf dem Tisch, aber dann sieht man, hier setzt sich das hinfort. Über diese Brücke kommt man dann rüber in den Liberty Park. Also so langsam aber sicher kann man hier schon sehen. Passiert so ein bisschen was. Hier oben ist eine Lücke. Die kann ich jetzt eigentlich auch schon relativ schnell stopfen. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal, da fällt er mir ab. So, kurz erwähnt, dass dann hier das World Trade Center ist. Ich weiß, ihr seht davon jetzt nicht wirklich alles. Ich mache da mal noch ein Foto von und stelle das dann passend in meine Community. Wenn ich es nicht vergesse, dann könnt ihr da mal gucken. Also der erste größere Fleck von Lower Manhattan schließt sich hier. Muss ich noch ein bisschen rüber. Und so. Also so sieht das Ganze hier aus. Das ist also wirklich wahnsinnig schön zu sehen. Ich habe auf Google Earth gesehen, das ist ein netter, kleiner, lustiger Effekt. Man kann ihn hier nicht erkennen, aber hier an dieser Stelle steht sogar ein Stück der Berliner Mauer. Guckt da mal rein bei Google Earth. Da gibt es ein Foto von, könnt ihr euch das dann auch anschauen. Und auch da werdet ihr sehen, also das passt hier alles. Dass hier die ganzen Bäume an der Straße sind, der Park, wo man hier durchlaufen kann. Die Wege sind erkennbar. Also es ist wirklich wieder eine Freude gewesen, das Ganze hier zusammenzubauen. Und wie gesagt, man haut die Steine auf den Tisch, man legt los und ehe man sich versieht, ist das Ganze auch schon fertig. Trotz vieler Einsersteine, Einserplates, die man dann auch braucht, um die Fassaden hier vernünftig darstellen zu können. Das ist alles wirklich wunderschön. Wenn ich auf einen Fehler eingehen soll, der im Grunde genommen eigentlich kein Fehler ist, der uns das Leben ein wenig leichter machen würde, das wäre gerade in den ersten Bauschritten, wenn wir diese ganzen schwarzen Plates übereinander legen. Da könnte man vielleicht noch mal so ein bisschen an der Bauanleitung arbeiten und könnte das irgendwie farbiger hinterlegen. Das habe ich aber schon mal erklärt. Wenn man hier schwarz auf schwarz baut, es ist schwer zu erkennen, aber es ist, wie ihr seht, machbar. Guckt man 2-3 Mal mehr hin, ist das fertig. Das ist also wirklich ein Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Es geht. Es würde uns das Ganze aber ein bisschen leichter machen. Was aber wirklich so ist, und das hoffe ich, dass man das als Kritikpunkt irgendwann mal bei Bluebricks auch annimmt. Es gibt graue Steine und es gibt graue Steine, die sind leicht chromglänzend. Man sieht das auch hier am, hier war es ein bisschen schief, ein bisschen zusammen. Oder hier an den World Trade Center oder One World Trade Center, wie sie es jetzt nennt. Es gibt grau und es gibt chromglänzende Steine. Die sind in der Bauanleitung faktisch nicht auseinanderzuhalten, wobei es dann hier dann auch gleich wieder zu dem Fehler kam, dass ich hier die falschen Steine genommen habe und erst wesentlich später, als mir auf einmal einer fehlte, gemerkt habe, hast du da wohl wieder die Farben verhauen. Das wäre schön, wenn man da mal so einen kleinen Farbindex kriegen könnte. Ansonsten, das ist wahnsinnig schön hier alles zu sehen. Das macht immer mehr Freude, sich das Ganze anzugucken. Zum reinen Modul als solches kann ich jetzt auch wirklich nicht viel mehr sagen. Was ich noch sagen kann, das möchtet ihr ja immer wissen, ich rufe es mir mal gerade auf, das ist die Kostenseite des Ganzen. Also wir haben hier jetzt, wo habe ich das? Hier im Brookfield Place mit 1225 Steine und der fällt somit, wenn ich das hier richtig sehe, genau, ist der also genauso teuer wie der Foley Square und somit ist das erstaunlicherweise sogar eins der günstigeren, wenn es um die Steineanzahl geht. Steineanzahl kann man jetzt gleich aufgreifen. Es ist ein bisschen was übrig geblieben, nicht überschwinglich viel, aber ein bisschen was ist da. Was aber, wie ich finde, viel wichtiger ist,
es hat nichts gefehlt. Ich denke mal, da sollte man am meisten drüber reden. Es hat nichts gefehlt, das ist wichtig. Was ist noch zu sagen? Eigentlich nichts. Das World Trade Center ist nach wie vor das teuerste Modul. Und dieses Modul hier reiht sich jetzt ein in das etwas günstigere oder es ist mit das günstigste. Da habt ihr mal nachgefragt, dass ich das mit aufschlüssel. Ich schlüssel das jetzt hier Video für Video mit auf. Wen es interessiert, der hört sich's an und wer nicht, der spult da mal schnell drüber weg. So, mehr kann ich euch für heute eigentlich gar nicht erzählen. Ich genieße hier noch so ein klein bisschen den Anblick und kann euch eigentlich nur noch einen schönen restlichen Tag wünschen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr mir eure Zeit gegeben habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Daumen hoch, freut mich immer wieder. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen, was kann ich ändern oder was muss ich dringend ändern. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann dürft ihr mir das jetzt gerne hinterlassen. Drückt ihr auf die Glocke, das kennt ihr, gibt es eine Benachrichtigung, wenn das neue Video online gegangen ist. Bis zu meinem nächsten Video, da wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt bitte, bitte gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.